Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um die Transformation, die ich euch letztes Mal versprochen habe, nämlich von SEUF1 CMA. Vorsicht, wir müssen hier vorher noch das Ganze transformieren, dass es SEUF1 CMA sicher ist. Wie habe ich euch letztes Mal gezeigt? Also von SEUF1 CMA und von, ich schreibe es gerade am besten mal hier unten hin, was wir alles gegeben haben, Doppelpunkt, ein Verfahren, das SEUF1 CMA sicher ist. Das werden wir bezeichnen mit Gen 1, Sin 1. Das kennen wir eigentlich alles schon. Und so weiter. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr hinschreiben. Und ein Verfahren, das EUF, Vorsicht, wir müssen nur NaCMA-Sicherheit zur Verfügung stellen. Das ist doch toll, ne? Das werden wir mit Gen Strich und so weiter bezeichnen. Okay. Ja, das wollen wir heute alles benutzen, um ein Verfahren zu bauen, das SEUF CMA sicher ist, und das Ganze werden wir tatsächlich als Gen, Sign und Verify definieren. Okay, Gen ist tatsächlich ein relativ einfacher Algorithmus. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Transformation, die ich euch gezeigt habe. Die war wahrscheinlich so ähnlich, oder an die vorletzte sogar schon. Und zwar Public Key und Secret Key ziehen wir uns einfach aus unserem Gen-Algorithmus. So, das war jetzt kein Problem. Jetzt Sign. Sign benutzt ein Secret Key und eine Nachricht M. Und was macht er? Als erstes Mal ziehen wir uns ein PK1, ein Public Key 1 und ein Secret Key aus dem Einmalverfahren hier, also aus dem SEUF1 CMA sicheren Verfahren hier. Gen 1, Sign 1 und so weiter und so fort. Also das hier benutzt jetzt den Gen 1 Algorithmus. So, was wir jetzt machen ist folgendes. Jetzt benutzen wir wieder unseren Public Key 1 und signieren den mit unserem EUF NaCMA sicheren Verfahren. Also wir signieren den Public Key jetzt wieder. Ihr erinnert euch an bitte die Transformation zu EUF CMA Sicherheit. Da war das quasi genau dasselbe. Also Sigma' gleich Sign' von Secret Key aus diesem Verfahren hier. Also quasi unseren echten Secret Key. Dann der Public Key aus dem Einmalverfahren. So, nächster Schritt. Wir signieren die Nachricht in ein Sigma 1 rein. Und zwar die Nachricht signieren wir mit dem Sigma 1 hier, mit dem Sign-Algorithmus aus dem Einmal-Signaturverfahren, das ja SEUF1 CMA sicher ist. Und zwar mit unserem Secret Key, den wir aus dem Einmalverfahren gezogen haben. Den dürfen wir logischerweise nur einmal benutzen, deswegen müssen wir uns jedes Mal einen neuen ziehen. Secret Key aus dem Einmalverfahren und der Nachricht M. Direkt gefolgt, ja gut, vielleicht soll ich das hier als Tupel schreiben. Die Nachricht M und direkt gefolgt von Sigma', das signieren wir einfach mit. So. Und diese beiden Dinger, die werden jetzt mit unserem Einmalverfahren signiert. Den Public Key hatten wir mit unserem EUF NaCMA sicheren Verfahren Gen Strich und Strich generell einfach signiert. So, und unsere Signatur, ich schreibe das hier gerade mal hierher. Signatur besteht dann logischerweise aus erstmal unserem Sigma', dann unserem Public Key aus dem Einmalverfahren und unserer Signatur aus dem Einmalverfahren. Und das ist quasi unser ganzes Verfahren. Was passiert denn jetzt bei Verify? Verify nimmt mal wieder den Public Key, die Nachricht M und das Sigma, jetzt haben wir es. Okay, ja, ich kann immer noch kein Chinesisch, hab's auch noch nicht gelernt. Ich weiß auch immer noch nicht, was das für ein Zeichen ist. Falls es unflätig ist, tut's mir leid, weist mich darauf hin. Aber ich kann nichts dran ändern, also, mein Gott. Okay, Sigma', also wir teilen hier quasi einfach wieder unser Sigma auf. Das ist jetzt absolut kein Problem, das kann ich eigentlich so hinschreiben. Nur, dass wir eben wissen, von was wir hier gerade reden, so einfach der Form halber sozusagen. Und dann überprüfen wir einfach Verify'. Ist denn Verify' von Public Key, dem echten Public Key, dem Public Key 1, also aus dem Einmalverfahren, den wir hier mit überliefert haben, und der Signatur Sigma', ist das gleich 1. Und was auch noch gelten muss, ist den Verify aus dem Einmalverfahren über den Public Key. Logischerweise den Public Key aus dem Einmalverfahren, denn wir haben ja mit dem Secret Key aus dem Einmalverfahren gearbeitet. Und die Nachricht und die Signatur aus dem Strichverfahren
hat das die gültige Signatur, was ist denn gerade los? Die gültige Signatur Sigma 1. So, ist das auch gleich 1. Also 1 soll in dem Fall bedeuten True. Ihr könnt ja auch gerne ein True reinschreiben. Das ist irgendwie inkonsistent bei mir. Ich glaube, ich schreibe jetzt mal wieder ein True hin. So, das ist quasi unser ganzer Algorithmus hier. Sehr, sehr einfach. Und das ist tatsächlich dann auch SEUF CMA sicher. Die Idee davon ist ziemlich simpel und ziemlich eigentlich auch genau dieselbe von dem, was wir schon gemacht hatten. Denn ja, das letzte Mal, wo wir EUF CMA ohne S hier, also normale EUF CMA Sicherheit gemacht hatten und transformiert hatten, da hatten wir ein EUF 1 CMA sicheres Verfahren benutzt und ein EUF NA CMA sicheres Verfahren, genau wie jetzt eben auch, und haben das genau gleich gemacht. Das heißt, im Prinzip habt ihr hier auch nichts Neues mehr. Ihr könnt euch einfach, ja, drauf ausruhen sozusagen, und der Beweis ist eigentlich auch derselbe, deswegen Chameleon-Hash-Funktion jetzt zu machen, war glaube ich deutlich besser, als die in den Hash-Funktionen davor noch reinzupacken. Okay, das war's von meiner Seite, Beweis gibt's wieder keinen, würde ich euch mal wieder als Übung zurücklassen, ist tatsächlich eine sehr gute Übung und wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!